In diesem Video möchte ich zeigen, wie man Sorting Sorts installiert und seinen ersten Gedanken anlegen kann. Zunächst einmal muss man Sorting Sorts herunterladen. Je nachdem, was man benutzt, muss man halt die Windows-Datei oder die macOS-Datei herunterladen. Unter Windows ist das einfach eine sogenannte Setup-Datei, eine Exe-Datei, die den Installationsprozess durchläuft. Und danach kann man Sorting Sorts einfach starten. Bei macOS läuft es ein bisschen anders. Da gibt es halt so eine DMG-Datei. Wenn man die heruntergeladen hat, hat man dieses Fenster, wo man Sorting Sorts dann in den Application-Ordner bewegen kann und das Ganze dann zur Verfügung steht. Ich habe das schon mal vorbereitet. Also wenn man Sorting Sorts dann jetzt startet, wird man dann mit diesem Fenster begrüßt. Das heißt, man muss 2 Schritte durchlaufen. Als erstes muss man eine Bibliothek erstellen. Das ist die eigentliche Datenbank, wo die Daten alle drin gespeichert werden. Und als zweiten Schritt muss man die Gedankensammlung erstellen. Gedankensammlung ist halt eine Art Sammlung halt für die Notizen, die man erstellen möchte. So, dann gehen wir halt einfach mal weiter. Und jetzt hat man hier nochmal die Wahl zwischen, man möchte eine neue Bibliothek erstellen oder halt eine bestehende öffnen. In unserem Fall wollen wir jetzt eine neue erstellen. Also wählen wir das aus und gehen weiter. Der nächste Schritt ist halt, dass wir halt einen Speicherort auswählen müssen. Gehen dann auf Auswählen und erstellen jetzt einfach mal einen neuen Ordner. Nenne ich mal stbib für Bibliothek. Gehe auf Erstellen und Öffnen. Jetzt habe ich den Ordner ausgewählt und jetzt muss ich halt ein Passwort auswählen. Das Passwort ist in dem Beziehung wichtig, weil je nachdem, wie sicher ich das haben möchte, muss ich halt natürlich ein langes Passwort nehmen, aber es ist halt auch wichtig für die Verschlüsselung. Das heißt, die Datenbank, die erstellt wird, ist standardmäßig verschlüsselt und je stärker das Passwort ist, umso stärker ist auch dieser Schutz davor, dass man es nicht entschlüsseln kann wieder. So, jetzt haben wir das halt angegeben, jetzt können wir den nächsten Schritt auswählen. Das ist jetzt der Schritt 2, dass wir die Gedankensammlung erstellen müssen. Jetzt muss ich hier einen Namen vergeben, einen Nutzernamen und auch wieder ein Passwort für diese Sammlung. Auch hier ist wieder wichtig, dass man sich das Passwort und den Nutzernamen merken muss, weil wenn man die Daten verliert, man kann es nicht zurücksetzen. Es gibt keine Erinnerungsfunktion oder so, weil nur derjenige, der die Sachen jetzt in dem Moment anlegt, der weiß das Passwort. Ja, niemand sonst. Und eine Gedankensammlung kann man auch später sperren wieder und dann braucht man auch wieder den Benutzernamen und das Passwort. So, jetzt haben wir alles angegeben, jetzt können wir auf Fertigstellen gehen. Und jetzt wird die Datenbank angelegt. Das können wir auch nochmal zeigen. Im Finder haben wir unter Dokumente den stbib-Ordner angelegt. Und da ist jetzt die Datenbank drin. Das ist jetzt unsere Bibliothek, stlibrary h2db. Das ist das Datenbankfile. So, und jetzt kann ich einfach mal hier einen Gedanken erstellen. Notiz nennen wir den, machen erstellen. So, jetzt haben wir einen Gedanken erstellt und können jetzt eigentlich loslegen. Für die erste Installation, wenn man das jetzt ausprobieren möchte, Sorting Sorts, ist natürlich wichtig, dass man die ganzen Funktionen immer testet. Sowas wie Stichwörter und so geht halt nicht, wenn man sich die freie Version runterlädt. Da empfehle ich jedem halt einfach mal diese 30 Tage ausgiebig zu testen, indem man sich diesen Registrierungscode, also Testcode herunterlädt. Den findet man unter Testen. Ne, dann klappt man das hier auf und dann kann man diesen Code eingeben. Den kopiert man sich hier raus, geht unter Hilfe, Registrierungscode aktivieren. Und dann kommt dieses Fenster, wo man den Registrierungscode eingeben muss. Den kopiert man sich dann wieder rein und dann geht man auf Aktivieren und man kann jetzt alle Funktionen für 30 Tage testen. Jetzt kann man zum Beispiel auch Stichwörter eingeben, wenn man das möchte. Ja, und was auch noch wichtig ist, wenn man jetzt Sorting Sorts schließt und wiederum neu startet, muss man standardmäßig kein Passwort eingeben. Das heißt, man hat diese Passwörter jetzt zwar angegeben, die für die Verschlüsselung sorgen, aber man muss es nicht unbedingt immer wieder eingeben. Man kann das, wenn man die Vollversion hat, unter Sicherung, beziehungsweise hier werden die Backups angegeben, unter Gedankensammlung
kann man hier sagen, automatische Anmeldung aktivieren. Man kann es auch deaktivieren. Das heißt, man muss dann beim Start das Bibliothekspasswort wieder angeben. Und hier sieht man auch, dass die Gedankensammlung jetzt entsperrt ist. Das heißt, man braucht für die Gedankensammlung auch kein Passwort angeben. Sonst müsste, wenn man die jetzt hier sperrt, müsste man 2 Passwörter angeben. Ja, wenn man das möchte. Standardmäßig ist aber das hier angegeben, dass man das automatisch sich anmelden kann. Jo, das war's soweit. Alle weiteren Funktionen zeige ich in anderen Videos.